Wie kann ich als ein normaler Mensch sozusagen es erreichen, dass diese nicht so schöne Realität sich verändert? Mhm. Wie kann ich das schaffen? In allererster Linie erstmal den Magnetismus herausnehmen. Magnetismus ist der Widerstand gegen das, was ich erfahre. Wenn ich im Widerstand bin gegen das, was ich erfahre, bin ich im Widerstand gegen das, was ich erschaffe. Wenn ich im Widerstand bin gegen das, was ich erschaffe, erhalte ich es, weil ich die Erkenntnis, die daraus resultiert, verhindere. Das heißt, der Magnetismus, mein Widerstand gegen meine Kreation, gegen meine Das ist die Schöpfung. Dauerschleife, die jeder Ja, von uns kennt, ja? genau, Mhm. die muss Ja. erstmal durchbrochen werden. Und das ist, indem ich den Widerstand rausnehme, in die Neutralität komme. Da kann mir die Herzkohärenz helfen. Wenn ich dann in der Neutralität bin, ich merke, wenn ich in der Neutralität bin, wenn ich einfach nur atme und fühle, ohne zu werten, zu verurteilen, transformieren oder wegmachen zu wollen. In dem Moment, Mhm. wenn ich einfach nur atme, bin ich in dem Zustand von reiner Akzeptanz. Ich sage nicht, den Widerstand rausnehmen, getreu dem Motto, erlaube, dass alle anderen mit dir tun, was sie wollen. Das Mhm. ist Das ist absolut wichtig, glaube nicht ich. Ja. gemeint. Mhm. Sondern der Widerstand ist der innere Widerstand gegen sich selbst. Weil wir sind einfach ein Bewusstsein, was sich erfährt als das, was es ist. Also wir sind eine Seele, die sich erfährt als die Seele. Und in dem Moment, wenn wir das, was wir erfahren, nicht haben wollen, ist es wie ein Kampf gegen uns selbst. Und er muss Mhm. aufhören. In dem Moment, wenn er aufhört, dann kann ich klar sehen, weil ich aus dem Überlebensmodus herausgehe. Wenn ich aus den Überlebensmodus heraustrete, in dem Moment kann ich beginnen zu fühlen, was kreiert dann diese Realität. Und wenn ich mich in einer Scheißrealität befinde, muss ich auch akzeptieren, dass ich sie erschaffen habe. Nicht der Nachbar, nicht die Mutter, nicht der Partner, nicht das Kind. Wir wählen die Version des Kindes. Wir wählen die Version des Partners, der Mutter, des Mannes, was auch In immer. Übereinstimmung mit meinen Mustern, mit meiner Ja, Frequenz. Mhm. genau. Ja. Und wir sind konditioniert über unseren Verstand. All das, was wir verstehen oder verstanden haben oder glauben verstanden zu haben, zu übersetzen. Und das heißt, wir müssen lernen, hier zu erkennen, was kreiert die Version von dem, die, das. Von Was dem Leben, was mir gerade nicht gefällt. Genau, Mhm. von der Person, die mir nicht gefällt, von dem Mhm. Verhalten, das mir nicht gefällt, von der gesamten Realität. Weil es ist ja, wenn mir die gesamte Realität nicht gefällt, dann habe ich ein großes Problem, weil dann habe ich einen ganzen Komplex von Themen, die Mhm. ich mir angucken muss. Deswegen würde ich eher bei dem Beispiel bleiben von einer Person, dessen Verhalten mich triggert. Eine Version einer Person kann ich besser verändern, weil es nur ein Thema in der Regel ist. Maximal 3, 4, 5 Themen, die das vielleicht ko-kreieren. Aber eine ganze Realität, da muss ich mir erstmal ganze da muss ich mir quasi jeden einzelnen Stein meines Hauses umdrehen und gucken, was kreiert denn die ganze Realität. Aber wir können ohne Probleme die Versionen von Personen wechseln. Wir können nicht die Personen verändern, aber wir Mhm. können in andere Versionen gehen dieser Person. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man versteht, man verändert nicht seine Realität, sondern man verändert seine Perspektive über die Realität und kann dadurch eine andere Realität wählen. Und dazu gehört Erkenntnis. Ich muss erkennen, was kreiere ich? Mhm. Das Wie? heißt, der erste Punkt ist, ich erkenne das, was da ist, als das, was da ist. Ganz schlicht. Es ist Ja, da, also erkenne ich das an, ohne dagegen zu kämpfen. genau. Wie Und der wir. zweite Schritt ist in dem Moment, wo es das sozusagen erlaubt ist, dass es da ist, was ist, Mhm. kann ich eine neue Perspektive einnehmen, weil das sich sozusagen sowas wie ein Stück öffnet. Mhm. Und dann kann ich eine neue Perspektive einnehmen. Und aus dieser neuen Perspektive erkenne ich zum Beispiel, dass der Nachbar, der immer schreit, mir irgendeine Botschaft sendet, ja, so, also sagt, wenn ich Quatsch erzähle, mir eine Botschaft sendet, die mit mir zu tun hat. Ich empfinde sein Schreien als so störend, weil ich in mir etwas habe, was genau diesen Punkt triggert. Mhm. Ist es so? Ja, das ist der Zwischenschritt davon. Mhm. Das ist der Zwischenschritt. Der nächste Schritt, das ist erstmal alles nur, indem man die eigene Perspektive verschiebt von der blöde Nachbar, ich armes Opfer, zu, Mhm. okay, warum ist er denn da?
ich erkenne, was da passiert, bis dahingehend, dass ich in mir den formenden Faktor, das, mit wem ich hier, wieso ich in Resonanz gehe. Zum Beispiel, ich schreie mit mir selber auch in meiner inneren Welt. Ich habe mit meinen Mhm. Kindern geschrien und ich habe mich immer noch nicht in den Frieden gebracht damit. Ich Ja. verurteile mich dafür so sehr, dass ich so oft rumgebrüllt habe, dass ich selber so eine Härte habe, dass ich selber so ein Ekelpaket bin. Ich, ich erkenne an, dass ich mich selbst verurteile und teilweise sogar richtig hassen kann. So. Und der Nachbar hat ein ähnliches Thema. Der schreit, weil er die Welt hasst, weil er wütend ist, weil er sich selbst nicht Mhm. leiden kann. So. Deswegen sage ich, eine Person oder ein Mensch hat in der Regel mehrere ko-kreierende Faktoren. Ein Trigger ist in der Regel nicht nur einer, sondern mehrere. Wie zum Beispiel, man ist nicht im Frieden mit sich, mit seiner Vergangenheit. Man ist mit sich selbst im Unfrieden. Oder man kennt wirklich, wenn man hingeht und dann fühlt und schaut, die absolute Ursache. Und das sind in der Regel immer mehrere kleine Dinge. Und wenn ich es schaffe, diese kleinen Dinge zu shiften, heißt, ich erkenne, boah, ich kann mich ja selbst nicht leiden, deswegen habe ich immer Mhm. gebrüllt. Oder Ja. ich habe so ein negatives Bild auf die Menschen. Oder der Nachbar erinnert mich an meinen Ex-Partner oder an meinen Vater oder was auch immer. Und man bringt das in Heilung. Wenn alle ko-kreierenden Faktoren, die mich in Resonanz halten mit dieser Version des Nachbars, wenn ich das shifte in mir, in dem Moment, in dem Moment wechsle ich die Version. Aber buchstäblich. Wenn ich's geheilt habe, hört der Nachbar auf zu schreien. Ganz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist, dass wir das beobachten. Es braucht schon ein bestimmtes Maß an Bewusstsein, ja, wenn man sich so bewegt und das erkennt, dass plötzlich wirklich es aufhört, dass es sich verändert. Vielleicht kannst du sagen, wie der Weg ist. Wie würdest du das machen? Von dem einen zum anderen shiften, also diese Shifts, wie machst du das? Durch Shadowwork, Schattenarbeit, durch die Erkenntnis. Mhm. Erstens, ich muss die metaphysischen Prinzipien verstanden haben, wie die Realität sich formt. Ich muss souverän sein und erkennen, ich bin kein Opfer. Ich wähle die Version von so und so und so und so. Das ist Grundvoraussetzung. Dann den Widerstand rausnehmen gegen das, was ich kreiere. Atmen, fühlen und Neutralität erschaffen. Aus dem Herzen heraus, aus dem Atmen und dem Fühlen heraus und der Neutralität erlauben, dass die Erkenntnis zu einem kommt, die einen kompatibel hält mit dieser Version und keiner anderen. Alles, was dann kommt, über das Herz korrigieren durch die Veränderung von Entscheidungen, durch das Verändern von seinem Handeln, durch das Verändern von Denken. Ich kann mich also nicht hinsetzen und sagen, okay, ab heute liebe ich mich und dann nach der Meditation fange ich wieder an, mich selbst in die Kritik zu stellen, Mhm. sondern ich gehe wirklich hin und handle dann wie jemand, der sich liebt. Und das bringt mich Schritt für Schritt dann durch die Taten, das ist dann der Verkörperungsprozess, in eine völlig andere Version von mir selbst. Und in dem Moment, wenn ich in eine andere Version von mir selbst trete ich in eine andere Timeline ein, in eine andere Realität hinein. Und wenn ich das tue, erfahre ich auch eine andere Version des Nachbarn, der gar nicht mehr schreit und der vielleicht auf einmal vollkommen anders ist Ja. und teilweise sogar ganz anders aussehen kann, sich ganz anders verhält. Warum? Weil ich die Kompatibilitätsbrücke gelöst habe, aber nicht, weil ich sie wegmachen will oder weil ich den Nachbarn verändern will, sondern weil ich Verantwortung übernommen habe, dass ich alles erschaffe.